Hi, in dem heutigen Video schauen wir uns einmal an, wie wir Daten in Swift Data mit anderen Geräten synchronisieren können. In dem Falle habe ich jetzt hier einmal einen Einkaufszettel und die Daten von diesem Einkaufszettel synchronisieren sich mit meinem anderen Gerät. Das heißt, wenn ich etwas Neues hinzufüge, dann kommt es auch irgendwann auf das andere Gerät und wenn ich auf dem anderen Gerät einen Eintrag lösche, dann verschwindet er auch auf dem anderen Gerät. Das Ganze funktioniert mit CloudKit und in diesem Video zeige ich dir, wie du CloudKit in deiner Swift-Applikation einrichtest. Dieses Feature ist aktuell nur mit dem bezahlten Apple Developer Account verfügbar. Das heißt, du musst dir einen Apple Developer Account einrichten, für den du ca. 100 € im Jahr bezahlst. Hast du diesen Account, kannst du natürlich dann auch Apps im App Store veröffentlichen oder halt zum Beispiel CloudKit benutzen. Da wir gerade schon einmal beim Thema sind, sprechen wir auch weiter über den Preis, was CloudKit überhaupt kostet, dass die Daten zwischen den Geräten synchronisiert werden. Und zwar tatsächlich gar nichts. Früher hat das mal etwas gekostet, beziehungsweise früher gab es auch schon gewisse Limits, die man erstmal erreichen musste, dass es überhaupt etwas kostet. Ich konnte aber nirgendwo mehr offiziell von Apple daraufhin einen Verweis finden. Und in einem Reddit-Forum, wo sogar ein Reddit-User bei Apple angerufen hat und gefragt hat, ob es das noch gibt, konnten die ihm auch nicht weiterhelfen. Also man findet gar nichts mehr von Apple zum Thema Preis. Aber selbst früher, als man dafür noch etwas bezahlen musste, musste man erst ein gewisses Limit überreichen, was wirklich sehr, sehr schwierig war, überhaupt zu überreichen. Das heißt, selbst da war man relativ sicher. Denn CloudKit ist früher auch mit der Anzahl der Benutzer gewachsen. Das heißt, je mehr User deine App hat, desto höher waren auch die Limits und dadurch war es relativ schwierig, da drüber zu kommen. Aber früher gab es da mal etwas, aber offiziell findet man davon nichts mehr von Apple. Und es sieht so aus, als wenn es diese Limitierung nicht mehr gibt. Das heißt, es sollte völlig kostenlos sein. Was brauchen wir als nächstes? Ich zeige euch das Ganze hier in diesem Video, wie das mit Swift Data funktioniert. Das heißt, ihr solltet jetzt hier schon ein bisschen Swift Data Wissen haben, denn ich gehe nicht genauer auf Swift Data ein, als außer diese Änderung, die wir jetzt speziell für CloudKit machen. Kennst du dich mit Swift Data noch nicht aus? Da habe ich hier oben einmal in der Infokarte ein Anfänger-Tutorial verlinkt, von mir auch, wo ich dir ganz einfach Swift Data beibringe. Da ist wirklich nicht viel dabei, aber ich kann dir versprechen, sobald du Swift Data kannst, ist eine CloudKit-Integration echt nicht schwierig. Denn wir müssen nur einmal in unsere Projekteinstellungen gehen dann oben auf Signing in Capabilities und wählen dann unser App-Target aus. Anschließend klicken wir im oberen Bereich auf Plus Capabilities, also um neue Capabilities hinzuzufügen und tippen dann in der Suche iCloud ein. Anschließend wählen wir dann einfach iCloud aus und haben dann hier einen neuen Bereich mit Einstellmöglichkeiten. Bei diesen Einstellmöglichkeiten setzen wir dann einmal einen Haken bei CloudKit. Anschließend müssen wir noch einen Container anlegen. Dafür klicken wir einmal auf das Plus und müssen dann dort einen Namen von dem Container angeben. Der Containername sollte hier einfacherweise mit iCloud. Und dann eurer Bundle-ID beginnen. Zum Thema Bundle-ID habe ich ja bereits was in meinem Xcode-Tutorial gesagt. Das verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Aber das sehen wir auch hier im Hintergrund einmal eingeblendet. In dem Falle würde ich jetzt bei mir schreiben iCloud.csvnico.shoppinglist.cloudkit. Anschließend sollten wir dann hier noch sicher gehen, dass dieser Container dann auch angehakt ist. Anschließend müssen wir noch eine Capability hinzufügen, in dem Falle Background Modes, und haken dann Remote Notifications an. Das ist wichtig, dass dann die Daten auch wirklich ausgetauscht werden zwischen den verschiedenen Geräten. Und das war jetzt eigentlich auch schon fast alles. Wir müssen jetzt noch leichte Anpassungen potenziell in Swift Data machen. Bevor ich aber dazu komme, hier wirklich ein großer Disclaimer. Diese CloudKit-Synchronisierung funktioniert am besten auf echten Geräten. Auf dem Simulator kann das Ganze schon mal haken oder nicht richtig funktionieren, deswegen teste das am besten mit einem echten Gerät. Außerdem den Quellcode von meiner Einkaufslisten-App steht allen meinen Patreon-Mitgliedern zur Verfügung. Das heißt, wenn du diesen Code haben möchtest, kannst du mich gerne auf Patreon unterstützen. Dort findest du den Quellcode von fast allen meinen Tutorials. Vielen Dank an alle, die mich da unterstützen. Und wir machen auch direkt weiter mit Swift Data. Wir müssen jetzt auch potenziell ein paar Zeilen Code in Swift Data ändern. Nämlich ist es wichtig, dass alle unsere Variablen von unseren Swift Data Klassen optional sind oder einen Default-Wert haben. Das kann natürlich von Variable zu Variable unterschiedlich sein. Zum Beispiel hier bei meinem Shopping-Item habe ich mich dafür entschieden, die Variable einfach optional zu machen. Das heißt, es muss hier kein Name stehen. Und in der UI wird dann zum Beispiel Error angezeigt, wenn der Name nicht belegt sein sollte, was unter sehr seltenen Umständen der Fall sein könnte. Es gibt hier aber natürlich auch die Alternative, dass ich hier einen Default-Wert hinterlegen könnte. Das macht jetzt bei einem Shopping-Item jetzt aus meiner Sicht nicht so viel Sinn,
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeine Person haben, können wir zum Beispiel als Standard immer hinterlegen, dass es sich um einen Tom handelt oder um einen Markus. Wir können den Code natürlich auch ein bisschen umschreiben, wenn wir eine optionale Variable haben. Und zwar können wir die hier einmal optional lassen und legen dann einen Getter an, in dem Falle zum Beispiel eine Methode, die uns dann den Wert von dem Namen zurückgibt. Das Ganze trifft auch auf Relationships zu. Alle Relationships, die unsere Models haben, müssen optional sein. Das ist wirklich wichtig, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ihr bekämt dann aber auch eine Ausgabe in der Konsole, wenn gewisse Variablen nicht das erfüllen, was ich euch gerade gesagt habe. Mit diesen kleinen Änderungen könnt ihr eure Daten in Swift Data mit mehreren Geräten teilen. Noch wichtig zu ergänzen ist natürlich, dass es sich hierbei um eine private Datenbank handelt und andere User natürlich nicht eure Daten sehen oder genau umgekehrt, sondern das Ganze ist immer an den iCloud-Account von dem User gekoppelt. Möchtest du jetzt noch wissen, was es alles Neues in Swift und SwiftUI gibt, dann schau dir auch mal dieses Video in der Endcard an. Hier habe ich alle Neuigkeiten von der WWDC 2025 zusammengefasst.